krass nass. Die Tigerenten-Club Sommerspiele 2019. Jede Menge Action, Spaß und gute Laune. Mit Jess und Johannes. Tag 5, also Halbzeit bei den Tigerenten-Club Sommerspielen 2019 und wir dürfen uns auch einmal als Tagessieger fühlen. Einmal als Tagessieger fühlen, auch wenn es uns beide nicht erwischen wird. Aber kurz vorm Wochenende heißt natürlich bei uns, auch heute wird es krass nass. Guten Tag. 8 Teams sind immer noch im Rennen. Alle wollen natürlich krass nass Sieger 2019 werden. Sie haben alle gute Laune, sind top motiviert und hier sind sie. Hier sind Robin und Lennon. Mohammed und Philipp. Elias und Hannah. Lena und Kaira. Hannah und Lilly. Lara und Skadi. Lara und Emma. Und Josia und Colin. Hallo. Hi. Und wieder mit Schaum geht es in den nächsten Tag krass nass. Und bevor ihr alle im Wochenende ankommt, können wir euch verraten, wir haben nochmal, es ist ja Halbzeit bei krass nass, einen richtig krassen Parcours vorbereitet. Da kommen ein paar Sachen, die ihr bis jetzt noch nicht erlebt habt. Nein, nein, nein. Nee. Wie ist eigentlich die Stimmung bei euch? Ihr habt jetzt so die Hälfte krass nass um. Ich komme mal hier rum zu Hannah und Lilly. Wie sieht's aus? Macht's bisher Spaß? Zieht mal Bilanz. Ja, also es macht auf jeden Fall Spaß und auch die neuen Parcours sind auch, also es ist toll, dass es auch immer neue und andere Parcours gibt. Was war denn bisher das Schwierigste? Also bei mir war es jetzt der letzte Parcours, weil ich da vorher nur in der Kugel war und das mit dem Pool und den Monsterwellen, ja. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass es heute klappt, weil euch fehlt noch die Tagessiegermedaille, okay? Ja. Ich glaube auch. Liebe Kamera, komm mal her und zeig noch mal alle unsere Teams. Hier sind sie. Ihr zu Hause müsst genau hinschauen. Das sind alles potenzielle Tagessieger und hier geht's noch mal weiter. Bis da hinten. Schaut ihnen tief in die Augen. Denn für euch zu Hause heißt es wieder, schnell ins Internet auf krassnass.de und abstimmen. Was denkt ihr, wer wird heute der Tagessieger? Dann gibt es nämlich diese coole Actioncam. Die ist übrigens natürlich auch wasserdicht. Ja, bestens einsetzbar bei krass nass. Tagessieger abtippen und wenn ihr richtig liegt und ein bisschen Glück habt, dann gehört diese Cam vielleicht euch. Viel, viel Glück. Und jetzt sagen wir auch Moin und Hallo an Bolli. Hallo, lieber Bolli, unser Kommentator. Hast du eigentlich schon einen Favoriten auf den Sieg? Hallo Jess, hallo Johannes. Ich bleibe zurückhaltend. Es ist mir alles noch zu offen. Es kann einfach zu viel passieren. Also ich bleibe diplomatisch und sage, alles offen. Oh, kann man mit leben mit der Aussage. So, schauen wir uns auch mal den Parcours an. Kurz vorm Wochenende wird bei uns nicht gechillt. Es gibt neue Hindernisse und vorgemacht werden die von Captain Krass Nass und Leichtmatrose Krass Blass. So, ihr zwei, zeigt uns den Parcours. Achtung, fertig, krass nass. Hier steht der Sportwagen bereit für Captain Krass Nass. Er muss selber lostreten, ab durch 2 Tunnels, den Kopf schön einziehen durch den Schaum. Und dann geht's rein in den Ekelpool zum Wasserbomben sammeln. Möglichst viele, ebenso viel wie in die Hände reinpassen. Kann man ruhig 2- oder 3-mal nachladen. Und wenn man so viele wie möglich gesammelt hat, die dann mitnehmen, husch husch, ins Körbchen und mit dem Tretauto wieder zurück in Richtung Eimer. Die Wasserbomben dann nehmen und reinwerfen. In den Eimer, der muss dann immer schwerer werden und irgendwann sinkt er dann. Sollte er nicht sinken, muss man nochmal zurückfahren, nochmal Wasserbomben einsammeln. Er hat hier Glück. Und das ist das Zeichen für den Leichtmatrosen Krass Blass, über den roten Teppich zu stolzieren, aber elegant sieht das überhaupt nicht aus bei ihm. Vielleicht klappt es dann besser auf dem Kletterfelsen. Hier geht es dann weiter nach oben, das kennen unsere Kandidaten schon. Runter auf der Rutsche und dann ab, möglichst schnell in Richtung Buzzer. Sie sind grazil und elegant, sie sind krass blass und Captain krass nass. Der eine wollte früher Basketballspieler werden, hat nicht ganz gereicht. Warum wohl? So, jetzt sind unsere Teams dran, Robin und Lennon. Viel Spaß. Robin und Lennon starten als erstes Team in den Parcours. Und Lennon, du musst noch einmal kurz zeigen, du hast ja gestern im Schleuderrad so festgestanden. Zeig mal deinen Sitz. So. Jetzt wäre da ein Stuhl da, das ist unfassbar. Kannst du das auch, Robin? Komm her. Hammer. Ihr habt auf jeden Fall Kraft in den Beinen, könnt ihr jetzt gut gebrauchen. Du bist als zweites dran in der Staffel. Du startest, Robin, wie immer auf mein Startzeichen, okay? Ja. Viel Glück. Achtung, fertig, krass. Robin und Lennon, gestern Schleuderrad, heute haben sie alles wieder fest im Griff. Zumindest hat Robin das Lenkrad dieses Tretautos hier fürs erste Mal fest im Griff. Geübter Fahrer, so sieht's zumindest aus. Durch den Schaum, genau, rechts vor links natürlich immer beachten, auch hier auf unserem Parcours.
und dann rein in den Ekelpool, die Wasserbomben sammeln. Am besten nicht zu wenig. Man hat es gerade eben schon erahnen können bei unserem Captain. Hätte der ein-, zweimal mehr daneben geworfen, hätte er vielleicht nochmal fahren müssen. Aber er hat jetzt zumindest mal einige drin hier. Unser Robin im Körbchen. Jetzt zurück durch den Schaum. Durch den Tunnel hier. Genau, Kopf bisschen einziehen. Da hat er weniger Probleme als unser Captain Krassnass. Das sieht gut aus. Das Auto dann einmal parken und dann schauen wir mal hin. Erste ist schon drin. Saubere Wurftechnik bei ihm. Da leider nicht. Ja, versucht so ein bisschen wie ein Basketballer, die in beide Hände zu nehmen. Hängt natürlich relativ hoch. Ist nicht einfach. Der zweite ist drin. Ja, der Eimer sinkt aber noch nicht. Jetzt wird es natürlich knapp. Jetzt geht es hier um Risiko. Der dritte ist drin. Schade, jetzt gehen die Wasserbomben so langsam aus. Knapp daneben. Oh, und da lässt er auch noch eine fallen. 2 Minuten schon rum, aber es reicht. Gut geworfen von Robin und das Zeichen für Lennon. Kann er jetzt hier drüber gehen. Über die rote Matte hier. Klasse. Gute Technik wie ein Tausendfüßler geht er hier drüber. Auch die Treppe nimmt er hier mit Schwung. Und der Kletterfelsen dürfte dann für ihn kein großes Problem mehr sein. Kennt er ja schon von gestern. Einmal rauf und die Abfahrt von der Rutsche genießen. Noch keine 3 Minuten rum und es geht in Richtung Ziel für Lennon mit mächtig Speed. Das ist ein Parcours, finde ich, bei dem kann eine ganze Menge schief gehen. Ihr wart jetzt das erste Team, das durch den Parcours durch musste, Lennon und Robin. Was sagst du, was ist die besondere Schwierigkeit für dich gewesen? Ja, also ich habe durch den Schaum nicht die Bälle gesehen. Und da musste ich immer so rumtasten. Und wenn ich dann einen hatte, sind mir manchmal auch aus der Hand gerutscht. Und da ist mir auch einer runtergefallen. Ich dachte erst, du hast zu viele Bälle, aber hast du dann doch alle gebraucht. Was war denn die Schwierigkeit da? Also ich glaube, das war ziemlich schwer, weil man hat ja nicht gesehen, wo genau das Loch drin ist. Und weil es auch ziemlich hoch ist. Eure Zeit ist 2 Minuten 51. Also für euch ab in den Strandkorb. Der Parcours hat es ganz schön in sich. Als nächstes starten Mohammed und Philipp. Wie teilt ihr euch auf hier? Also Mohammed macht das mit dem Catcard und ich laufe über die Matten und kletter dann noch den Kletterfels hoch. Alles klar, keine Strafsekunden einheimsen. Okay, Mohammed? Alles klar, dann geht's für dich los. Achtung, fertig, krass, Mann! Mohammed wird hier also zum Rennfahrer. Einmal Gas geben bitte. Lenkrad fest in die Hand nehmen. Genau, und möglichst wenig lenken natürlich hier, wenn es durch die Tunnels geht. Aber das macht er sehr gut. Nimmt hier die volle Ladung Schaum mit, da hat er keine Angst davor. So, wenn es so ein bisschen rechts, links dann noch Zickzackkurs wird am Ende. Er ist am Ekelpool angekommen. Genau, möglichst viele Wasserbomben sammeln. Und jetzt rein in den Eimer. Der erste nicht drin. Der sieht gut aus. Hat hier die einhändige Technik für sich gewählt. Gut, und das funktioniert. Und er hat noch einige Wasserbomben. Auch der ist drin. Sinkt schon langsam der Eimer. Braucht er eigentlich gar nicht mehr so viel machen. Genau, eine noch rein. Wird es ein bisschen schwerer. Und auf geht's für Philipp. Der hat hier ziemlich viel Geschwindigkeit. Der kann tatsächlich übers Wasser latschen. Nicht zu glauben. Geht gar nicht runter. Super Zeit bisher, Philipp. Jetzt noch auf dem Felsen. Auch das sieht sicher aus. Da geht er kein großes Risiko ein. Weil er vermutlich auch weiß, dass das bisher eine ganz starke Zeit war von ihm und Mohammed. Ja, wird noch angefeuert von Mohammed. Super Teamarbeit von beiden. Oh, da sind 2 zufrieden und das können sie auch sein. Ja, neue Topzeit, würde ich mal sagen. Nämlich 2 Minuten 29 für die Jungs. Das heißt, ihr dürft gleich in den Strandkorb. Jungs, ihr wart schon zweimal am Schleuderrad. Ich habe irgendwie das Gefühl, das macht euch gar nichts aus. Hat euch irgendwie noch mehr motiviert jetzt. Ihr seid so richtig heiß. Es wird besser. Wir versuchen jetzt mal einen Tagessieg einzupacken. Oh, das finde ich gut. Mit breiter Brust. So muss das sein. Jungs, ab in den Strandkorb. Robin und Lennon müssen Platz machen. Und weiter geht's bei Jazz. Elias und Hannah starten als nächstes Team. Wie habt ihr euch aufgeteilt? Weiß nicht. Wer fährt? Ich und sie läuft darüber. Ich hoffe, du bist gut im Basketball, Elias.
Ja, geht so. Okay, weil er muss ja auch treffen, ne? Und du bist die Schnelle von euch beiden? Ja, würde ich jetzt nicht so sagen, aber ja, ich versuche es einfach mal. Irgendwas musst du ja auch machen. Genau. Ich drücke euch fest die Daumen. Elias, mach dich bereit. Achtung, fertig, krass, nass! Elias also auf dem Tretauto. Ja, aber da scheint irgendwas zu stocken. Ist die Handbremse noch angezogen vielleicht? Sehr gut, durch den ersten Tunnel, aber da lenkt er schon ein bisschen zu früh. Hängt er natürlich hier jetzt fest. Also kein optimaler Start. Und wir sind jetzt schon auf dem Rückweg mit den Wasserbomben im Gepäck. Hier kommt er gut durch. Dann nochmal einmal lenken, aber er lenkt wieder irgendwie falsch oder zu früh. Ja, da ist er zu schräg. Guckt er den Leichtmatrosen an, aber der hat doch selber keinen Führerschein. Also der kann hier auf keinen Fall helfen. Ist natürlich auch jetzt schwer, so ein schweres Gefährt hier durch diesen kleinen Tunnel, wenn dann alles schon verhakt ist. Aber er schafft es irgendwie durch. Okay, das hat er jetzt gut gerettet, Elias. Relativ groß gewachsen. Beim Werfen sollte das dann vielleicht hinhauen. Aber die ersten zwei sind schon mal weg und am Ende muss er nochmal sammeln fahren. Holt sich aber hier nur 3 Wasserbomben, also mit ganz viel Risiko. Die erste geht hier schon mal flöten. Da schaut er ein bisschen verzweifelt zu Hannah und er versucht die zweite zu fangen. Aber es reicht nicht. Jetzt geht er einmal langsam runter. Glück gehabt, Elias. Ganz viel Risiko gegangen und jetzt, nach langem Warten, 4 Minuten rum, kann Hannah auf die Matte. Auch sie hat diese Raupentechnik für sich hier erfunden. Kommt sie eigentlich gut drüber, aber weit über 4 Minuten jetzt schon. Bisschen abgerutscht hier auf dem Kletterfelsen auch. Muss jetzt die Zeit wieder reinholen, die Elias im Tretauto verloren hat. Kopfüber geht sie runter. Das kennen wir von ihr immer. Mit viel Mut am Start und 4,5 Minuten rum. Jetzt wird die Zeit gestoppt. Wir hatten 4 Minuten 32 für Elias und Hannah. Hannah, du hast zugeschaut. Was sagst du zur Leistung von Elias? Ja, es ist wahrscheinlich auch nicht einfach. Er hat es gut gemacht. Ja, vor allem hat er nicht aufgegeben bis zum Schluss. Und dieses Tretauto, was war denn da los im Tunnel? Weiß nicht. Komm, einfach Schwamm drüber. Ihr ruht euch aus, es kommen noch viele Teams. Kopf nicht hängen lassen, okay? Lena und Kaira stehen hier bei mir und ich finde, ihr seid so ein bisschen das Team Zitter, weil ihr immer so schlimm aufgeregt seid, oder? Ja, kann sein. Aber eigentlich heißt ihr anders. Wie heißt ihr richtig? Kugelfisch. Warum? Weil es sind putzig, aber sehr gefährlich. Dann alle mal bitte in Achtung nehmen. Macht euch startklar, wer geht auf das Gefährt? Ich. Alles klar. Habt ihr euch abgesprochen, irgendwie, wie viele Wasserbomben sie holen soll? Ja, so 12, 13, einfach so viel wie möglich, zur Sicherheit halt einfach. Falls man verwirft, ne? Verstehe ich. Alles klar. Dann gehst du einmal hier rüber, liebe Kaira. Und Lena, du machst die startklar. Es geht los. Achtung, fertig, krass, nass! Putzig, aber sehr gefährlich. Also unsere beiden Kugelfische. Werden sie jetzt gefährlich für das führende Team? Lena steuert hier das Tretauto, jedenfalls schön durch den Tunnel. Immer ein Lächeln auf den Lippen und 12, 13, ja, das kommt hin. So viel Wasserbomben hat sie hier im Gepäck. Aber ein bisschen zu viel Kraft im Arm, da wirft sie sonst wohin. Gut, ich habe auch noch nie 2 Kugelfische mit Wasserbomben werfen sehen. Da müssen sie sich vielleicht erst dran gewöhnen. Da hat sie Pech an der Umrandung und dann fällt er wieder raus. Und da versucht sie, glaube ich, irgendwie unseren Leichtmatrosen abzuwerfen. Muss hier zweimal nachladen gehen. Also nicht nur einmal, sondern zweimal. Unsere Lena, das kostet Zeit. Wir sehen es schon fast 6,5 Minuten rum, bis dann hier mal der Eimer runter sinkt und Kaira endlich starten kann. Der Lauf auch nicht optimal, aber sie schafft es dann doch auch, sich hier auf allen Vieren über die rote Matte zu bewegen. Knapp 7 Minuten rum, das hat natürlich jetzt so viel Zeit gekostet. Also die Wasserbomben, da ist die kritische Stelle in dem Parcours hier. Das machen alle ungefähr gleich, aber hier ist die Zeit dann halt schon verloren. 7 Minuten für Kaira. Sie gibt trotzdem nochmal alles, auch wenn das hier relativ
schwierig ist aussieht. im Ziel, jetzt stoppen wir die Zeit und ich will euch mal was sagen, Lena und Kaira. Ja, also hier mitzumachen ist ja die eine Sache und der Parcours ist schwierig und weißt du, was ich toll finde, auch wenn es mal nicht klappt. Du hast immer gelächelt, immer gegrinst und nicht aufgegeben, ja? Bist du da auch ein bisschen stolz auf dich, dass du so durchgezogen hast? Ja, es passiert einfach und jetzt sitzen ganz viele zu Hause und sagen, Mensch, warum trifft ihr nicht, ist doch total einfach. Das stimmt aber überhaupt nicht. Komm, drück sie mal. Außerdem, ihr wart da schon am Schleuderrad. Und am Schleuderrad hat trotzdem geklappt, oder? Ja. Deswegen ist es zu früh für Tränen, ja? Es ist zu früh für Tränen. Wir haben alle so mitgefiebert. Hannah und Lilly, ihr seid als nächstes dran. Wie geht's euch jetzt gerade? Ihr habt es gerade miterlebt, was passieren kann. Also ich habe ein bisschen Angst davor, dass die Wasserbomben nicht reichen, weil ich nicht so zielsicher bin. Ja, aber ich hoffe einfach, dass... Hannah, ich glaube, Lilly braucht eine ganz fette Umarmung. Gib ihr noch mal richtig Power. Ihr schafft das. Lilly, bist du bereit? Ja. Dann kommt von mir das Startsignal. Schaffst du, sagt Hannah. Achtung, fertig, krass, nass! Also da gab es nochmal die warme Umarmung, damit die Reifen jetzt glühen bei Lilly. Und das sieht bisher gut aus, wie sie das macht. Immer das Ziel im Blick, den Kopf runtergenommen und schön Richtung Ekelpool gesteuert. Ja, erstmal das Wasser hier, bisschen den Schaum wegwischen und wir springen zum Werfen. Hat auch genügend im Gepäck, das hat sie sich jetzt hoffentlich bei den vorigen Teams abgeschaut, dass es eben schwierig sein kann, wenn man hier zu wenig einpackt. Aber eine ist auf jeden Fall hier schon mal im Körbchen. Auch die ist drin. Schöner Wurf, macht das hier mit viel Vorsicht und viel Zielgenauigkeit auch. Sind immer noch genügend Wasserbomben drin. Jawohl, mit ein bisschen Glück an den Henkel geworfen und dann rein und dann nochmal einer rein. Genau, damit es schneller geht für Hannah. Auch hier, genau. Hände, Füße, patsch, patsch, patsch macht sie hier bei ihr. 3 Minuten, das ist ordentlich. Hauptsache nicht nachgefüllt hier bei den Wasserbomben. Kraxelt sie hier rauf. Auch sie, potenzielle Bergsteigerin mal später. Unten angekommen und dann Hannah auf den letzten Metern mit einer guten Zeit. Alle Kandidaten feuern an! Es ist Platz 3 für Hannah und Lilly. Jetzt Lara und Skadi. Achtung, fertig, krass, nass! Skadi auf dem Tretauto zeigt jetzt mal ihre Fahrkünste. Gut durchgekommen hier durch beide Tunnels und wir springen wieder zum Werfen und sehen, wie sie hier den ersten schon mal versenkt. Auch sie hat einige Wasserbomben dabei und trifft hier wieder und der Eimer sinkt schon. Super Wurftechnik bei Skadi und los geht's für Lara auf den roten Teppich. Da können die Fotografen mal schön knipsen, denn sie geht hier sehr grazil und elegant drüber. Also super Auftritt auf dem roten Teppich für Lara. Gibt noch ein paar Schönheitspunkte dazu, leider nicht bei uns. Bei Krass Nass, die Zeit bleibt die gleiche. Aber auch hier macht sie das sehr, sehr elegant. Einmal hoch und einmal runter. 2,5 Minuten, das sieht nach einer Bombenzeit aus für Skadi und Lara. Schauen wir mal, wo sie sind. Das ist der Buzzer. Nämlich auf Platz 2, knapp hinter Mohammed und Philipp, ab zu Lara und Emma. Achtung, fertig, krass, nass! Und Lara, die darf jetzt treten auf dem Tigerenten-Tretauto. Energischer, zielgerichteter Blick bei ihr und ohne Angst vor dem Schaum. Sie hat auch ziemlich viel Wasserbomben dabei, wie ich finde. Nimmt dann gleich mal 2, 3 in die Hand. Gut, eine drin. Sie hat noch ein paar. Bloß nicht nachzählen, wie viel es sind. Ah, da hat sie ein bisschen Pech vom Henkel, springt der weg. Jetzt aber dafür Glück und gleich 2 hintereinander rein. Knapp 2,5 Minuten. Klasse Zeit für Emma. Auch die lächelt, weil sie schon ahnt, dass das eine gute Zeit hier werden kann für die beiden. Auch hier spritzt das Wasser auf. Auch sie ist hier drüber, über der roten Matte. Und dann hoch auf den
Kletterfels ein bisschen abgerutscht. Klar, das ist hier immer wieder aufs Neue rutschig, aber dafür hat sie ja die Schuhe an, mit denen sie sich hier richtig schön hochdrücken kann. Und dann ins Ziel die gute Zeit abholen. Emma angerauscht. Eure Zeit 3 Minuten 5. Das heißt, ihr seid im Mittelfeld, ihr seid am Montag wieder mit dabei. Erleichtert? Ja. Sehr gut. Emma zufrieden? Ja, mega. Mega. Dann setzt euch hin, ruht euch ein bisschen aus. Und jetzt ist die Frage, schaffen es Mohammed und Philipp tatsächlich, sich den Tagessieg zu holen? Oder kommen da Josia und Colin noch ins Spiel? Die beiden Jungs fühlen sich nämlich auch sehr wohl mit der Tagessiegermedaille. Das haben sie uns gestern schon bewiesen. So, ihr beiden, jetzt geht's für euch gleich in den Parcours. Und der ist nicht ohne. Der hat's ganz schön in sich. Vor was hast du am meisten Respekt, Colin? Vor dem Werfen auf jeden Fall. Ich drücke euch fest die Daumen. Wir starten. Achtung, Colin. Fertig. Krass, nass. Unsere Tagessieger von gestern. Colin, steuert er jetzt auch heute auf eine Medaille zu oder gibt's die Kollision? Respekt vor dem Werfen hatte Colin. Schauen wir mal, wie er es denn angeht. Aber das läuft doch beim ersten Wurf. Sahne direkt rein. Auch der ist drin. 2 schon drin, ja. Und noch 5 Wasserbomben sind es, glaube ich, die er hier nehmen kann. Auch der ist drin. Sehr gut, aber jetzt werden es langsam weniger. Einer fehlt noch, damit der Eimer sinkt. Schade, noch 2 Wasserbomben. 2 Wasserbomben für einen Treffer. Komm, Colin. Ah, der ist knapp vorbei. Der letzte Wurf, die letzte Chance. Jetzt kein Zitterhändchen bei dem Wurf anvisieren und nee, er muss nochmal los, nochmal holen. Und es fehlt wirklich nur noch einer, beziehungsweise eine Wasserbombe, die jetzt ihr Ziel finden muss. Rein in den Eimer. Komm, jawohl, jetzt sinkt er auch. Und Josia kann abgehen. Viel Tempo hat er. Josia, der geht gar nicht erst runter, jawohl. Usain Bolt auf der roten Matte hier quasi. Ganz viel Energie hat er aufgestaut hier beim Warten. 4,5 Minuten. Da waren schon welche schneller, aber es waren auch schon welche langsamer. Wo landen Josia und Colin am Ende? Schaut mal den Blick an. Das letzte Team ist durch, die Tagessieger von gestern mit einer Zeit von 4 Minuten 40. Und das bedeutet, dass unsere Tagessieger von gestern tatsächlich heute auf Schleuderrad müssen, Josia und Colin. Ist das erste Mal jetzt, oder? Bring ich was durcheinander, ja? Wie macht ihr es? Wer von euch geht auf Schleuderrad gleich? Ich. Ihr tretet an gegen das zweite Pärchen, das ist Lena und Kaira. Und dann haben wir natürlich auch 2 neue Tagessieger. Unfassbar. Muss man sagen, hätten wahrscheinlich nicht viele mit gerechnet. Die Tagessieger heute, die Brudis, Philipp und Mohammed. Die Letzten werden die Ersten sein. Ja. Ich dachte mal, Mohammed Zitini hat vorhin gesagt, ey, wir haben angefangen als voll die Loser, jetzt sind wir voll die Champions. Und zu Hause hat keiner auf uns gesetzt. Wer weiß. Wie fühlt sich's an, Jungs? Sehr gut. Mega geil. Mega. Das kaufen wir euch auch ab. Sehr gut. Wir haben die ganze Zeit gebrabbelt bei jedem Durchgang. Hey, wie ist die Zeit, Johannes? Ey, wie sind's? Also, es hat geklappt, Vor Jungs. allem Ja? vorher auf dem Schleuderrad zieht einen so richtig runter und wenn man Tagessieger wird, dann fühlt man sich sehr gut. Es kann alles passieren hier bei Krass Nass. Wisst ihr, was ihr zwei jetzt machen müsst? Viele gute Tipps geben beim Schleuderrad. Jetzt muss man die Nerven behalten. Die Frage ist, wer ist nächste Woche weiter mit dabei bei Krass Nass 2019? Das entscheidet sich jetzt. Die Mädels haben schon Schleuderrad-Erfahrung und es bleibt dabei. Lena geht auf Schleuderrad. Und hier ist es eine Premiere bei Colin und Josia. Aber Colin, du gehst auf Schleuderrad. Geh schon mal hoch. Lena, Geht du schon auch auf bitte? Position. Okay, dann starten wir zusammen, okay? Achtung, Leute, alle zusammen! Achtung, fertig, krass, nass! Lena also mit Erfahrung, Colin ein Newcomer auf dem Schleuderrad. Die Arme weit ausgebreitet, ganz tief unten ist er. Und Lena so leicht nach vorne gebeugt. Die kennt das schon, die hat ihre Technik für sich gefunden. Steht hier ganz sicher und Colin kommt langsam ins Schleudern und macht den Abflug. Du hast es geschafft, ihr seid eine Runde weiter, Lena und Kaira. Colin, komm her zu uns. Kaira, hat sie das gut gemacht, die Lena? Oh Mann. Colin, ich weiß, die Enttäuschung ist da. Aber guck mal,
Josia ist da am Start. Ihr wart mal Tagessieger, ihr habt das echt toll gemacht bisher. Ich weiß, du bist enttäuscht, ne? Ja. Wäre mir auch passiert. Ach, bist du lieb. Wer dir auch passiert, sagst du. Also bitte noch einmal einen ganz großen Applaus. Es wird immer schwerer. Jetzt für Colin und Josia. Tolle Kandidaten. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr zu Hause aber heute auf den richtigen Tagessieger getippt habt, schaut nach auf krassnass.de, gewinnt unsere coole Unterwasser-Action-Cam. Wir sagen schönes Wochenende. Ja, und vor allem denkt dran, die lustigen Gewinner-Statements von Moa und Philipp auf Instagram solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Die lohnen sich. Also, schönes Wochenende. Bis Montag bei Krass Nass. Tschüss.